Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen für eine nächste Folge. Und zwar heute haben wir mal was ganz Besonderes. Und zwar habe ich das Setup geändert. Und ja, Wahnsinn. Etwas, was mega wichtig ist. Ich habe es nicht gedacht, bin ich ehrlich. Wir springen im Rennen und ich werde euch dann wir werden dann uns mal das Setup anschauen, aber wir werden uns auch das Rennen anschauen. Und zwar, was da eigentlich los ist. Ich habe vor einigen Wochen Serie 8 hochgeladen, wie ich da Position 1 und Position 2 fahren wollte. Da ist leider nur 1 und 3 raus geworden. Das war so ziemlich, wie soll ich sagen, war ziemlich knapp immer. Allerdings bin ich da immer Position 1 und 2 gefahren. Aber jetzt mit dem neuen Setup fahre ich in Serie 8. Sogar in der Qualifikation 1 und 2. Deswegen springen wir auch in Serie 9, weil da ist es manchmal, so wie damals in Serie 8, dass es buggy ist, dass es manchmal passiert, also sagen wir mal von 3 Rennen fahre ich zweimal Pole Position in dem Quali und einmal auf einmal im Mittelfeld. Und was auch sehr interessant ist, war selbst im Mittelfeld können wir trotzdem das Rennen abschließen und zwar als Erster und Zweiter oder als Erster und Dritter. Und da gehen wir jetzt genau hin. Wir springen in Serie 9. Ich hoffe, dass wir eine gute Strecke kriegen und trocken ist. Ja, Belgien, perfekt. Jetzt hoffen wir es nur, dass es trocken ist. Und dann wird das auf jeden Fall ein super Quali. Das Setup haben wir jetzt leider wechseln müssen. Das heißt, alle Folgen, die davor waren mit einem anderen Setup. Das besprechen wir auch. Die Strategie allerdings, die wird sich trotzdem nicht ändern. Ja, ihr seht Serie 9, Platz 3 und Platz 5 in der Quali. Ja, super geil. Also wirklich, das Setup, was ich jetzt benutze, ist, ja, natürlich braucht man auch die Parts. Also da ist jetzt kein Stock-Part dabei. Also sowas mache ich nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, Leute, so fahren wir hier in keinem Grand Prix oder in keinem Rennen mit irgendwelchen Stockparts, ja. Also sowas mache ich nicht. So, wir pushen. So, haben da jetzt leider ein bisschen was verloren, aber halb so wild. Ja, Max Verstappen wird noch weiter pushen. So. Da hängen wir jetzt. So, Strategie bleibt gleich. In der Strategie wird sich nichts ändern. Wir fahren immer die gleichen Strategien. Das habe ich ja auch gestern in dem Video gesagt, dass wir unsere Strategie so nicht wechseln. Es sei denn, wir fahren dann halt vorne, weil wenn wir vorne fahren, dann kann man auch immer schön mit Softies raus. Was man hier in Belgien machen kann, ist auch, dass man beide auf Softs rausbringt und dass der eine in der ersten Runde kommt und der andere in der zweiten. Aber wir haben ja dieses Jahr das Glück, dass wir Medium-Reifen haben. So, und das ist halt so ein Ding. Von daher mit den Medium-Reifen sind wir selber noch am Spielen. Oben in der Königsklasse, wenn ihr dann Qualifikation 1 und 2 fahren solltet, im Quali, so wie ich hier zum Beispiel in Serie 8 mache, so, jetzt haben wir ihn endlich, ich habe selber gerade gesehen, wie leicht es dann auf einmal ging. Sobald ein bisschen Platz da ist dieses Setup brutal. Ja, wirklich, das ist... Ich habe jetzt hier fast vergessen zu pitten. So, keine Reparatur. Max Verstappen kommt in die Pits. Jetzt kann Pierre Gasly noch ein bisschen beschleunigen. Unser Gegner kommt auch in die Pits. Ist ja klar, der muss mit Softies reinkommen. Der auf hart fährt weiter. Wir können jetzt ein bisschen beschleunigen mit Pierre Gasly. Versuchen eventuell den dritten zu nehmen. Nein. Kommen dann auf hart, reparieren das Auto auch vollständig. So, Max kann jetzt ein bisschen Gas geben. So, jetzt, wunderbar. Ja, der kann Gas geben bis unten hin komplett, weil er muss vor allen. Und so, Gas, let's go. Ja, sehr schön. Schaut euch das an. Perfekt. So, kommen jetzt als erstes raus. So, los geht's. Muss auch jetzt diese Runde rein und komplett pitten, reparieren. So, und ihr seht selber, jetzt haben wir Gasly auf hart rausgeschickt.
was ich eigentlich nicht mache. Aber wir sind ja hier in Belgien und das ist halt was anderes. Deswegen, wir haben jetzt auch schon unseren Gegner vor uns, haben wir auch schon überholt. Der war auch auf Hard unterwegs. Jetzt haben wir vor uns einen auf Medium und dann nochmal zweimal Hard. So, und mal gucken, ob er es schafft. Ja, normalerweise sollte er es schaffen mit dem Equip, mit dem Setup. So, unser Max Verstappen kommt wieder auf Softs raus. Kommt direkt hinter ihm raus, also perfekt. So, jetzt Pierre Gasly perfekt, hat ihn jetzt auch in der Kurve gemacht. So, und versucht jetzt auch noch den nächsten zu jagen, und zwar Max Verstappen da vorne. So, wir werden jetzt mit unserem Max Verstappen seinen Fahrer überholen, und zwar genau jetzt. Muss er vorbei, jawohl, perfekt, jetzt können wir runterschrauben. Jetzt müsste auch Gasly vorbei, perfekt. So, dann sind wir jetzt Position 1 und 3. Ja, auf harten Reifen. Versuchen hier noch ein bisschen ihn zu stören, weil wir wollen ja auch mit Gasly vorbei. Mal gucken, ob uns das gelingt. Gasly bleibt auf Vollgas, komplett. Werden ihn jetzt auf der Geraden hier vielleicht ein bisschen stören. So, jetzt wieder ein bisschen beschleunigen. Genau. Und weg. Ja, er tut auch jetzt beschleunigen. Also mit Gasly noch auch an ihm vorbeizuziehen, wird ein bisschen schwer. Deswegen gebe ich jetzt auch mal Gas. Wir wollen ja den Platz nicht verlieren. Also wir wollen es ja nicht übertreiben. So, jetzt können wir wieder Gas runter. Aber ihr seht selber, Pierre Gasly bleibt permanent auf Vollgas jetzt. Jetzt könnte er eventuell ein bisschen runter. Und um auf das Thema zu kommen, worum es überhaupt geht in dem Video. Schaut euch mal bitte die Zuverlässigkeit an hier. Habt ihr gesehen, ja, bei Pierre Gasly. So, da stand noch 15% Zuverlässigkeit. Das Auto ist komplett stabil. Und zwar bei mir jetzt in dem Fall bis Serie 11. Serie 12 kann ich auch ein bisschen drücken. Also man fährt viel auf Push wegen diesem Setup. Also im Endeffekt ist es wegen der Zuverlässigkeit. Ich hoffe, dass ihr bis Ende dran geblieben seid, und zwar bis jetzt, weil jetzt kommt das Interessante. So, hier unser Gegner, ja, gleiche Teampunkte, alles drum und dran. Ich habe gestern jemanden geschlagen, der hatte 100 Teampunkte mehr wie ich. Und der hat sogar noch Boosts benutzt. Und trotzdem haben wir gewonnen, das Rennen. Mit diesem Setup, unter anderem. Ja. Der Gegner fährt fast das gleiche, benutzt aber anstatt 2-Grid Claw, wie ihr seht. So, und dadurch geht die Zuverlässigkeit rapide runter. So, das Drücken, ja, also länger auf dem Gas, das heißt im Endeffekt die Zuverlässigkeit. Das Auto ist mehr stabil, also super stabil. Die Einfahrten in den Kurven etc., das ist alles, ja, ein bisschen einfach besser. Wenn ihr die Strategie fährt, wie auch in den anderen Videos, die ich hier gemacht habe, dann werdet ihr sehen, dass das Auto sich wirklich besser anfühlt. Also wenn ihr Gas gibt, wenn ihr auch verteidigt, wenn ihr regulär fährt auch, dann fährt ihr eine ganz andere Spur. So, und genau deswegen kommt es darauf an. Ja? Ihr seht selber, der Gegner, der hat höhere Werte, alles drum und dran, aber die Zuverlässigkeit ist ein bisschen weiter drunter. Das heißt, das Auto hängt manchmal. Ja? Die Spielmechanik dieses Jahr ist etwas anders wie letztes Jahr. Aber ich bin der Meinung, dass dieses Setup für aktuell sehr, sehr gut ist. Natürlich müssten die Parts dann noch weiter hochgehen. Hier True Grid muss dann hoch auf 3 oder 4 und dann könnten wir eventuell Spirit sogar wechseln mit The Flux. Also dann kommt das Getriebe aus Serie 12 ins Spiel und dann haben wir auch noch einen geringeren Pitstop mit den neuen, also mit dem The Flux Teil. Und ja, das denke ich mal ist ein gutes Equip, um wirklich auch mal in der Serie 12 dann viele Punkte zu erzielen. So, ich danke fürs Einsehen. Danke, dass ihr noch da geblieben seid. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und ich hoffe, ihr abonniert den Channel und gebt mir auch noch ein Like da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis später. Ciao. Ja, dann springen wir nochmal ganz schnell rein. Ich bin kurz wieder da. Eigentlich habe ich mich schon verabschiedet, aber ich habe gedacht, komm, wir gehen nochmal das Equipment zusammen durch. Und Fahrer, seht ihr ja, wie bei den letzten Rennen immer, das sind meine Fahrer im Moment. Verstappen und Gasly auf 4 und auf 3. Soweit, wie ihr wisst, ich habe immer alles auf Push. Ich push immer alles, sobald irgendwie was geht, um ja, so schnell wie möglich die Tauschfunktion natürlich aufzuschalten, damit wir dann unsere blauen Teile dann halt auch gegen schöne epische Teile tauschen können, wie hier unten. Wir gehen dann auf das Setup, was ja eigentlich wichtig war. Das Setup sind wir vorher gefahren. Ja, das ist so... Das ist eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich echt super damit gefahren. Ich hatte genug Power zum Pushen, alles drum und dran. Allerdings, wie schon gesagt, bei dem Video heute
habt ihr es selber gesehen, ich pushe enorm viel. Und sobald ein bisschen Platz ist, das heißt, sobald eigentlich schon die ersten Leute dann in die Boxengassen kommen und ihr dann pushen könnt, und zwar, ihr müsst ja immer in einem Rennen, bei Belgien zum Beispiel jetzt hier, haben wir 6 Runden. Davon müssen mindestens 2 Runden gepusht werden. Also, ne, ihr wollt ja Gas geben. Ja, ihr wollt ja nicht nur auf Verteidigen fahren und auf regulär fahren, ihr wollt ja auch angreifen. Und mit diesem Setup kann man auch angreifen. Ja, natürlich brauchen wir das jetzt höher, ne, weil ihr seht selber, ich habe hier Leviathan nur auf 2, Flow auf 2, Hydra auf 2. Das ist alles noch Kindergarten im Endeffekt. Aber wenn die Dinger dann auf 3 und auf 4 kommen, dann hast du halt mega, ja, Pushing-Potenzial. Und dann macht das Spiel auch mega Spaß, weil wenn ihr dann auch pusht, wenn ihr dann so sagt, okay, wir starten jetzt von Position 6 und wir wollen aber mit Softies raus und wir wollen nach der ersten Kurve schon Platz 1 sein, dann ist dieses Setup definitiv das Richtige, was wir brauchen. Ja, wie gesagt, danke nochmal fürs Zusehen. Ich halte das davon vom Setup. Wenn ihr da irgendwie andere Ideen habt oder so, teilt sie bitte mit mir. Sagt mir auch mal, wie ihr fährt. Teilt mir eure Setups mit. Teilt mir bitte eure Setups. Genau so ist es, unten in die Kommentare. Und einfach mal um zu sehen, wie sich das Auto verhält, in welcher Strategie ihr besser klarkommt. Vielleicht gibt es auch ein besseres Setup, allerdings stimmt es nicht mit der Strategie, die du halt gerne fährst. Und das kommt ja auch noch dazu, ne? Von daher. Also Leute, ich bedanke mich nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.